Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Heute geht es um das berühmt-berüchtigte Zitat von Jesus. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlagen wird, so biete ihm auch die andere dar. Und Leute kommen dann und sagen, Pastor, jetzt im Ernst? Wenn mich einer watscht, soll ich ihm die andere hinhalten? Und vielleicht dann auch noch debil grinsen oder so. Ich soll das einfach einstecken, ich soll das wegstecken. Dem Täter soll es besser gehen als mir, dem Opfer. Ja gut, um was es da wirklich geht und wie Jesus das gemeint hat, schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Es ist auf jeden Fall nicht so wie in dem Witz von dem Psychiater. Ein Psychiater, der kommt auf der Straße entlang und er sieht da einen verprügelten Passanten liegen. Und er denkt sich, ach nein, dieses arme Opfer, wer hat denn das getan? Der Täter braucht Hilfe. Es geht Jesus nicht so sehr um den Täter als vielmehr um das Opfer. Denn eines muss ganz klar sein, niemand kommt mit nichts durch. Gott ist der Gott, der sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. So wenn also jemand dich verletzt und jemand dir schadet, dann hat er jemanden auf seiner Fährte, nämlich Gott selber. Du kannst mit Gott nicht verlieren. Deswegen kannst du dir auch leisten, zurückzustecken und Gott den Kampf zu überlassen. Du musst nicht kämpfen, Jesus kämpft für dich. Aber wir schauen uns das jetzt etwas genauer an. Ich nehme mal die Bibel her und schlage sie auf zum Matthäusevangelium, Kapitel 5 und Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Aug um Auge, Zahn um Zahn. Und es ist ja eins der berühmten, bekannten, blutrünstigen Gesetze, die im Alten Testament stehen. Aber wenn wir uns das mal genauer anschauen und mal durchdenken, was Jesus da meint, oder was Mose damals gemeint hat und was Gott gemeint hat, als er dieses Gebot gegeben hat, dann stellen wir fest, dass es bei Aug um Auge, Zahn um Zahn nicht so sehr darum geht, dass der andere massakriert wird, sondern dass der Schaden ausgewogen wird von einer Strafe, die nicht schlimmer ist als der Schaden. Ist eigentlich ein Barmherzigkeitsgesetz. Denn damals war es durchaus üblich, dass man, wenn einer einen verhauen hat, der ganze Clan zusammenlief und irgendjemanden oder am besten noch alle vom anderen Clan verhauen hat. In anderen Worten, da ging es nicht um Auge, sondern 10 Augen um ein Auge. Und das sehen wir bereits im 1. Mose Kapitel 4 in Vers 23. Da ist die Menschheit noch jung und einer der Nachfahren von Kain spricht da. Und er sagt, hört mich Ada, hört mich Zilla. Also das sind die Frauen, der hatte 2 Frauen, dieser Typ. Ada und Zilla. Und er sagt zu ihnen, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Also nicht Strieme für Strieme, sondern Leben für Strieme. Und das ist also vollkommen zu viel. Und dann sagt er noch, wenn Kain 7-fach gerecht wird, dann wird Lamech 77-fach gerecht. Denn Gott hat seinerzeit gesagt, ja, wer Kain tötet, Kain wird 7-fach gerecht werden. Wenn also die Familie von Abel jetzt ankommt und Kain tötet, weil der Abel erschlagen hat, dann sagt Gott, werde ich 7 von euch zur Rechenschaft ziehen. Und dann haben sich die das überlegt, denn sie wollten nicht alle miteinander Gott hier als Problem haben. Gott ist gegen Lynchjustiz und deswegen ist es auch ein Justizgrundsatz, was wir hier besprechen. Aug um Auge, Zahn um Zahn gilt nicht für den Privatbürger, sondern es gilt für das Rechtssystem, für die Justiz. Die Strafe muss der Straftat angemessen sein, muss der Tat angemessen sein, nicht mehr und nicht weniger. Und man muss jetzt außerdem wissen, dass es damals nicht so war, dass bei den Juden zumindest es so nicht so war, dass die dann tatsächlich ein Auge für ein Auge genommen haben. Also wenn einer einem ein Auge ausgeschlagen hat, dass dann der Richter kam oder der Henkersknecht, die Justiz, ja, kam und dem auch irgendwie das Auge rausgehauen hat. Ist nicht passiert. Bei den Juden ist es nirgendwo überliefert, dass es jemals so vollzogen worden wäre. Vielmehr haben sich die anders geeinigt, etwas klüger geeinigt. Das Opfer hat sich gedacht, wenn jetzt der Täter auch sein Auge verliert, was habt dann ich davon? Ich kann höchstens rumlaufen dann zu ihm und sagen, siehste, aber das ist ja unbefriedigend. Vielmehr ist es auf einen Schadensersatz rausgelaufen. Und so sehen wir, dass dieses Auge-um-Auge-Gesetz eigentlich ein Barmherzigkeitsgesetz ist, erstens. Und zweitens, dass es ziemlich modern ist. Wir haben Spuren von diesem Gesetz in unserer Gesetzgebung auch mit drinnen.
Halten wir jetzt mal fest. Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ein zivilisatorischer Fortschritt. Aber jetzt schauen wir mal, was Jesus weiter sagt. Denn Jesus legt ja dieses Gebot jetzt aus. Und wir werden feststellen in Vers 39, dass er das runterzieht auf die persönliche Ebene. Wir waren gerade in der Justizebene, vor Gericht und so. Und jetzt kommt Jesus und geht weit, 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 weit ins Vorfeld. An einen Punkt, an dem noch überhaupt kein Auge ausgeschlagen ist. An dem noch kein Zahn ausgeschlagen ist. An dem noch überhaupt niemand vor Gericht steht. Er geht weit zurück und er gibt hier einen Rat im persönlichen Umgang miteinander. Und er sagt jetzt nämlich, ich aber sage euch, wenn dir jemand auf die rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Jetzt müssen wir da mal drüber nachdenken. Da steht nämlich mehr da, als man so leicht überliest. Denn wenn ich normaler Rechtshänder bin, kein Linkshänder bin, und ich hau ein Gegenüber, welche Backe treffe ich dann? Unweigerlich die linke. Jesus sagt jetzt aber hier, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlagen wird. Wenn ich als Rechtshänder jemanden auf die rechte Backe schlage, dann müsste ich mich da also etwas verdrehen und verknoten und müsste dann irgendwie so hauen. Und das ist ja irgendwie ein Witz. Ja, da ist ja keine Wucht und nichts dahinter. Das Einzige, was da einen Sinn ergibt, ist, wenn wir uns überlegen, dass der mit der Rückhand schlägt. Und das ist keine Schlägerei, sondern das ist der potenzielle Anfang einer Schlägerei. Ein Rückhandschlag ist eine Beleidigung. Und jetzt kommt es darauf an, wie du reagierst auf diese Beleidigung. Wenn du sofort zurückhaust, dann kann es sein, dass sofort 3 von den Kumpels von dem Typi da ankommen und du feststellst, oh blöd, ich bin einer und die sind 3. Und dann steckst du Schläge ein. Deswegen sagt Jesus, steckt es ein. Biete ihm auch die andere Backe da, ist nicht wörtlich zu nehmen. Okay? Sondern vielmehr deeskaliere. Lass es gar nicht so weit kommen, dass ein Auge oder ein Zahn ausgeschlagen wird, sondern steck's einfach ein. Sei freundlich, wo andere zornig sind. Denn ich muss es vielleicht gleich von vornherein sagen, als Jesus vor Gericht stand und auf die Backe geschlagen wurde, hat er nicht die andere hingehalten, sondern er hat Rechtfertigung verlangt. Er hat gesagt, wenn ich was Falsches sage, na, dann sag's an. Wenn ich nichts Falsches sage, was schlägst du mich? Also Jesus hat angefangen, mit dem zu argumentieren, er hat nicht die andere Backe hingehalten. Wir sehen also, Jesus hat es nicht wörtlich gemeint. Und bei Paulus war es nochmal ganz was anderes. Als der vor Gericht stand und vor Gericht geschlagen wurde von irgendeinem durchgeknallten Gerichtsdiener, ist er ausgeflippt, wie das HB-Männchen von 1970. Er ist in die Luft gegangen, Gott will dich schlagen, du getünchte Wand. So Zeugs hat er gesagt. Weil der Richter ihm befohlen hat, dass er geschlagen werden soll. Und er hat den Hohepriester, der Richter war, getünchte Wand genannt. Und als man dann zu ihm gesagt hat, wie redest du mit dem Richter, wie redest du mit dem Hohenpriester Gottes, ist Paulus sofort demütig geworden, hat sich sofort an die Bergpredigt erinnert und hat gesagt, oh, ihr Brüder, ich wusste nicht, dass das der Hohepriester ist, hohes Gericht und so. Ja, offensichtlich saß da eine echte Pfeife auf der Richterbank. Und Paulus hat versucht, damit umzugehen. Und Jesus sagt, schon im Vorfeld, bevor du überhaupt vor Gericht stehst, mach langsam. Mach langsam. Schau, die ganzen Großmeister im Kampfsport, im Jiu-Jitsu, im Judo, im Karate, das sind alles keine Schlägertypen. Das hat man denen alles abtrainiert. Die sind so nicht. Und Schläger, die halten auch nicht durch. Dieses Training, dieses Jiu-Jitsu-Training. Ich weiß es deswegen, weil ich selber einen schwarzen Gürtel habe in Jiu-Jitsu. Etliche Jahre, 8 Jahre lang einen Trainerschein hatte. Ja, so, ich habe da also eine Ausbildung und ich weiß ein paar Sachen. Und wenn du angemacht wirst von irgendjemandem auf der Straße oder solche Typen, jetzt Jiu-Jitsu-Meister, Judo-Meister, Karate-Meister, dann trommeln sie dich nicht auf die Brust und lassen einen Tarzan-Schrei ertönen, dass das ganze Bahnhofsviertel zittert. Sondern vielmehr stehen die da, ziehen den Kopf ein und sagen, hey, du bist der Größte, zu ihrem Gegner, der sie anpflaumt. Ja? Und die sagen, oh, hey, alles gut. Schau, wenn du einen stehen siehst, der so macht, dann wisse, es ist Gefahr im Verzug, wenn du der Schläger bist. Denn die studieren den gerade.
Und sagen sie, alles gut, alles klar. Und versuchen sich zurückzuziehen. Von den Großmeistern, von den Schwatzgotten ist keiner scharf auf eine Schlägerei auf der Straße, weil die nämlich notorisch unvorhersagbar ausgehen. Du weißt nicht genau, wie das ausgeht. Vielleicht hast du da einen, der dich anpfeift und du denkst, hey, ich bin der Größte, ich habe einen gelben Gürtel in Jiu-Jitsu oder in Judo oder sonst was. Ich hab's drauf. Ja, und außerdem bist du zweimal so groß und dreimal so breit wie der. Nur, dann zückt er ein Messer und ein Messer ist ein großer Gleichschalter. Schau, plötzlich ist es egal, wie stark und wie groß du bist. Wenn der sticht, dann schaust du dumm. Deswegen gar nicht erst auf diese Sachen einlassen, sondern demütig bleiben, sich zurückziehen. Deeskalieren. Sag mal, deeskalieren. Okay, darum geht es Jesus hier. Sei friedlich, denn du weißt nicht, wie der Kampf ausgeht, du weißt nicht, wie der Streit ausgeht und auch vor Gericht weißt du nicht wirklich, wie es ausgeht. Deswegen lass dich nicht auf einen Streit ein und auf einen Kampf schon gleich gar nicht. Aber das ist jetzt nur am Rande. Okay, es geht also um Deeskalation und nicht um Straßenkämpfe. Noch was, genau. Schau, ein Backenstreich ist nicht dasselbe wie ein Auge auszuschlagen oder einen Zahn. Jesus sagt hier nicht an dieser Stelle, wenn dir einer das rechte Auge ausschlägt, dem biete auch das linke dar. Wenn dir einer den rechten Schneidezahn weghaut, dann biete dem auch noch den linken dar. Ja, dann siehst du aus wie deine Oma in den 60er Jahren, als sie ihr Gebiss nicht drinnen hatte. Und das ist nicht das Ziel und die Bestimmung Jesu mit dir. Okay? Es gibt Situationen, an denen man sich verteidigen muss, an denen man zurückschlagen muss, an denen ein Land sich wehren muss. Selbstverteidigung ist in Ordnung. Nur lass es nach Möglichkeit gar nicht so sehr drauf ankommen. Wenn zum Beispiel Goliath an dem Tag daheim geblieben wäre, hätte er die Begegnung mit David 100%ig überlebt. Nur die kamen, wollten Israel schaden, war also fest ausgemacht im Kopf der Philister, wir erobern Israel. Sie haben Goliath trommeln lassen für sich. Und dann kam eben David und hat das Land verteidigt. So sich zu verteidigen ist in Ordnung, das gibt's also, es dürfen wir auch. Ich könnte dir das jetzt auch aus der Bibel zeigen, habe jetzt aber nicht die Zeit dazu, weil ich noch andere Sachen lesen muss. Aber Selbstverteidigung ist in Ordnung, nur im äußersten Notfall und nicht unbedingt auf die brutalstmögliche Art und Weise den dann auseinandernehmen. Ja, wenn du also siehst, der lässt sich nicht in Ruhe und deine Demut hat nicht funktioniert, dann leg den nicht um und zerleg den nicht nach allen Regeln der Kunst, obwohl du das könntest. Okay? Lass es. Sei milde. Und lass die Strafe der Tat angemessen sein. Na, wenn dir also die eine Ohrfeige gibt, dann musst du ihm nicht die Nase brechen. Vorschlag zur Güte. Okay, gut. Also ihr merkt ein bisschen, in welche Richtung das Ganze geht. Jesus geht um Deeskalation. Deeskalation. Jesus predigt eigentlich, lassen wir nochmal drauf zurückkommen, das Yu-Prinzip. Yu steckt in Judo und in Jiu-Jitsu. Und Yu bedeutet sanft und Do bedeutet Weg. Judo ist der sanfte Weg. Jiu-Jitsu bedeutet sanfte Technik. Jemand will dich angreifen, jemand haut dich und du nimmst dessen Schwung auf, ergreifst ihn, umarmst ihn sanft, hebst ihn aus und wirfst ihn über die Hüfte und dann liegt er auf dem Boden. Du nimmst den Schwung des Gegners auf. Schau, die Sache ist die. Wenn jemand dich angeht, ob das jetzt auf der Straße ist oder in einem Telefonat, ob dich jemand zusammenbrüllt, gibt's ja alles, dann erwarten die, dass Druck Gegendruck erzeugt. Okay, ist so. Wenn aber du das anders angehst, dann sind sie erstaunt und wissen nicht, was sie machen sollen. Ein Mann zum Beispiel, für den ich gearbeitet habe, für wenig Geld, viel Arbeit, der hat es einmal für notwendig gehalten, mich zusammenzubrüllen. Grundlos, okay? Also ich war mir keiner Schuld bewusst. Und der aus Unsicherheitsgefühlen oder was auch immer, brüllt der auf jeden Fall und schreit laut. Ich meine, alle möglichen Leute hören ihn und er tobt und er macht und er tut. Und ich stehe da und höre mir das an. Das war vor Jahrzehnten. Ja, ich habe mal an Jesus gedacht, linke Backe, rechte Backe. Ich habe mir gedacht, ich lasse ihn jetzt brüllen. Und ich habe immer mit ruhiger Stimme und besänftigend geantwortet. Im Geist Christi. Und plötzlich hört er auf zu schreien. Plötzlich schaut er mich an und bricht in Tränen aus. Ist in Tränen ausgebrochen. Und hat gemeint, ja, ich hätte jetzt gedacht, du
du brüllst jetzt zurück und überhaupt. Der war vollkommen überrascht von dieser Reaktion. Das You-Prinzip im Zwischenmenschlichen. Na, probier's mal aus. Wenn das nächste Mal du also angebrüllt wirst, dann brüll nicht wie immer zurück und schrei wie ein Ochs am Spieß, sondern sei mal sanft, sei mal ruhig. Lass den reden und das, was du sagst, hat Hand und Fuß, aber du brüllst es nicht raus. Ja, du steckst das Geschrei ein und entgegnest dann einfach. Schau mal, ob das funktioniert. Und ich bin mir sicher, du wirst Überraschungen erleben. Gestern erst hat mir jemand erzählt, ein Vermieterin kam an und hat ein Kündigungsschreiben auf den Tisch gelegt und hat jetzt auch gedacht, dass die Mieterin hier in Tränen ausbricht oder irgendwie sagt, was soll denn das? Hat sie nicht gemacht. Sie hat gesagt, okay, gut, hat geschluckt, hat es angeschaut, alles etwas kurzfristig. Dann hat sie diese Vermieterin zum Hauskreis eingeladen. Die Sanftmut und der Geist, aus der diese Mieterin gesprochen hat die Vermieterin so beeindruckt, dass sie in den Hauskreis ging und sich bekehrt hat. Das You-Prinzip, meine Damen und Herren, im Glauben. Der eigentliche Erfinder vom You-Prinzip ist Jesus. Also eigentlich ist es dann das Je-Prinzip. Siegen durch Nachgeben. Sag mal mit mir. Siegen durch Nachgeben. Amen. Vers 40. Matthäus Kapitel 5, Vers 40. Dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch dein Obergewand. Wer bitte zieht jemanden anderen vor Gericht wegen seiner Unterhosen? Das steht wirklich da. Vers 40. Wenn jemand mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will. Also wer will mit dir vor Gericht gehen, um dein Untergewand, um deine Unterhosen von dir einzuklagen? Ein Rechtsstreit wegen Unterhosen? Ich meine, das ist ja ein Witz eigentlich. Was für eine Type verklagt dich wegen deiner Unterhosen? Wie kommt es überhaupt dazu, dass der dich verklagen kann oder denkt, er hat Chancen? Irgendwie musst du dieser Person, die deine Unterhosen von dir haben will, etwas schulden. Irgendwie musst du dir was ausgeliehen haben, was du nicht zurückgegeben hast. Vielleicht hast du dir ein paar Unterhosen ausgeliehen von dem und der will sie jetzt zurückhaben und will dich verklagen und du sagst, nein, die habe ich schon längst zurückgegeben. Also entschuldigt das alberne Beispiel, aber es steht halt so da. Nein, die habe ich dir schon längst zurückgegeben und nein und überhaupt. In so einem Fall wieder. Deeskalieren. Wenn der also dich verklagt wegen deiner Unterhosen, geh in den Laden und kauf ihn und packen neue und schenk sie ihm, dass er eine Ruhe gibt. Wir haben es hier offensichtlich mit einem Prozesshansel zu tun, mit einem Gegner, der grundsätzlich seine Probleme über Gericht löst, auch Kleinigkeiten. Und Jesus sagt, lass dich auf diesen Quatsch nicht ein. Wenn der eine Kleinigkeit von dir haben will, dann gib ihm diese Kleinigkeit und leg noch was obendrauf. Deeskalation. Merkt ihr was? Bei dem linke Backe, rechte Backe geht es nicht um die Etablierung eines christlichen Masochismus, sondern um Deeskalation. Um Frieden in der Gesellschaft. Und das ziehen wir uns an. Amen. So, Jesus sagt also, komm, wenn er dich übervorteilen will, lass ihn, schau, dass man mit dir gut auskommt und mach in Zukunft einen Bogen um den. Lass ihn. Vers 41. Und wenn jemand dich zwingen wird, 1 Meile zu gehen, mit dem geh 2. Der Chef sagt am Freitagnachmittag, 10 Minuten vor Feierabend, Leute, wir haben einen großen Auftrag reinbekommen, ich brauche noch Mitarbeiter. Wer arbeitet noch mal 4 Stunden? Wir machen heute nicht um Mittagsschluss, sondern um 17 Uhr. Dann sagt Jesus, ja, du hast jetzt vielleicht keine Lust damit zu machen, aber dein Pflichtgefühl sollte dir sagen, hey, wenn der Chef sich um einen Auftrag bemüht hat und wir jetzt Arbeit haben, wer weiß, wie es nächstes Jahr ist, dann bleibe ich mal da. Ich mache etwas, ich tue etwas freiwillig, was ich eigentlich nicht tun will. Es hat was mit Pflichtgefühl zu tun. Es hat was mit der Fähigkeit zu tun, etwas zu tun zu können, wozu du gerade keine Lust hast, was dir gerade nicht passt, was deine Work-Life-Balance durcheinander bringt. Ihr wisst ja, ist heutzutage ganz wichtig. Work-Life-Balance, ja, nicht mehr arbeiten als nötig und unbedingt so viel Freizeit haben wie möglich. Und Jesus sagt, ach komm, nimm deine Work-Life-Balance nicht so ernst, sieh das mal nicht so eng.
Ja, wenn jemand kommt und was von dir will, überlege, ob der nicht vielleicht ein Recht hat. Denn die Sache ist die, eine Hand wäscht die andere. Sag mal mit mir, eine Hand wascht die andere. Und wenn du dem heute hilfst, dann hilft der dir morgen. Wenn du also an 52 Samstagen arbeitest, wo alle anderen daheim bleiben und du kriegst es natürlich bezahlt, aber es ist halt unbequem und du könntest ja so gut was anderes machen in dieser Zeit, dann garantiere ich dir eines. Wenn es um die Beförderungsrunde geht, um die nächste, dann schaut der Chef, wer an diesen Samstagen ihm geholfen hat. Und zwar nicht mit einem Gesichtsausdruck wie 7 Tage Regenwetter, sondern mit einem positiven Spirit, mit einem positiven Geist. Und dann befördert er dich. Glaubst du das? Also schau, wenn ich Chef wäre, nur mal angenommen, und ich sehe da, dass jemand, obwohl es gerade eigentlich nicht wirklich passt, trotzdem mitarbeitet. Ob das jetzt Mitarbeiter in der Gemeinde sind oder sonst jemand, dann denke ich mir, hey, das ist wirklich gut, das ist richtig gut. Und dann merke ich mir das und dann hat die Person bei mir einen Stein im Brett und dann, wenn sie was von mir will, kriegt sie das dann auch. Eine Hand wäscht die andere und auf dieses Prinzip kommt Jesus hier raus. Amen. Vielleicht muss ich das dazu sagen. Es war seinerzeit so, dass ein Römer in Israel zu einem Juden kommen konnte und dem einfach die flache Seite des Speers auf die Schulter tippen konnte. Dann hat sich der Jude umgedreht und hat ihn gesehen. Oder auch irgendein anderer, es konnte auch ein Germane sein oder sonst jemand, der halt im Römischen Reich kein Römer war, sondern ein Eroberter. Ja, zu denen konnten die Römer hingehen, konnten die mit dem flachen Ende des Speers antippen und dann mussten die denen dienen. Und zwar nicht für immer, aber eine Meile wenigstens weit mussten die dann eine Last helfen tragen oder irgendwie sonst was machen. Zum Beispiel haben die Römer den Simon von Kyrene seinerzeit einfach eingezogen zum Dienst. Als Jesus unter seinem Kreuz zusammenbrach, ist einfach ein Soldat zu Simon hingegangen, hat ihn mit dem Speer berührt und dann musste der Simon für Jesus das Kreuz tragen. So ist es gekommen seinerzeit. Was mir zeigt, dass du in interessante und überraschende Situationen kommen kannst. Wenn du plötzlich in Situationen hineingeworfen wirst, um die du dich jetzt nicht beworben hast, die ungeplant dir zufallen, da hat Gott oft seine Hand drinnen. Dinge, die du nicht tun willst, aber die Gott irgendwie erlaubt in deinem Leben. Da hat er echt seine Hand drinnen und es kommt ein besonderer Segen daraus heraus. Wer hätte gern das Kreuz Christi für Jesus getragen? Also ich hebe da beide Hände hoch, okay, definitiv. Überleg dir mal. Du kannst in Zukunft dein ganzes Leben lang rumgehen und kannst sagen, ich habe dem Christus das Kreuz getragen. Hier, ja, bin ich mit seinem Blut nass geworden, weil ich es nämlich auf meine Schulter gelegt habe, das Kreuz. Dort, wo er es an seiner blutigen Schulter hatte. Und dann bin ich vor ihm hergegangen, ich habe sein Kreuz vor ihm hergetragen. Hey, das ist was in der Familie weitergegeben wird in Ewigkeit. Ja, du bist Teil eines historischen Zwischenfalls. Und wer weiß, was der Herr da alles machen kann. Ja, momentan war dieses Kreuz eine Last für den Simon von Kyrene. Aber hinterher war es ein Ruhmesblatt für ihn. Und wenn du also auch mal in der Lage bist oder dich in die Lage innerlich versetzen tust, mal was unfreiwillig zu tun, was dir jetzt nicht schmeckt, wer weiß, wie der Herr dich belohnt. Vielleicht gibt er dir auch eine Geschichte zum Erzählen, ein Zeugnis hinterher. Dass es dir zu einem Segen wird, diese Sache, den du ohne nicht haben würdest. Ja? Wichtige Sache. Und natürlich war es so, dass wenn ein Jude jetzt seinerzeit oder ein anderer Besatzter sozusagen einem Soldaten dann seinen Koffer hinterhertragen musste, dass der dann keine gute Laune hatte. Und er hat natürlich diese Laune sich raushängen lassen, ist doch klar. So, da geht also der Soldat und du trägst seine beiden Koffer hinterher. Ja? Und jetzt hast du die Möglichkeit, du kannst jetzt dazu giften und spucken und machen und tun und schimpfen die ganze Zeit und in deinen Bart hineinbrabbeln. Oder du kannst das im Geist Christi machen. Du dienst dem und du sagst, Herr, zu irgendwas muss es gut sein, denn alles muss mir, der ich dich liebe, Herr, zum Besten mitwirken. Du lässt mich hier immer im Triumphzug umhergehen, also muss es auch irgendwie zu einem Segen werden. Du hast also eine völlig andere Herangehensweise. Du hast einen anderen Geist.
Und der Soldat, der kann gar nicht glauben, dass, wenn du ihm den Koffer nachträgst, dass du nicht schimpfen tust und dass du nicht ausspuckst und dass du nicht keifen tust. Der dreht sich um und sieht dich und er merkt den Geist Christi von dir ausgehen. Der merkt, dass gute Vibrations von dir kommen und er denkt sich, was ist denn das für einer? Und dann nach einer Meile kommt ihr ins Gespräch miteinander und du erzählst ihm über Jesus. Und dann sagst du, ach, du hast doch diesen Termin da, komm, ich helfe dir nochmal, nimm du einen Koffer, ich nehme einen Koffer und ich erzähle dir noch ein wenig weiter von Jesus. Und so lauft ihr dann miteinander. Diese Dinge können passieren, aber die passieren nur dann, wenn du diese Dinge, die du eigentlich nicht tun willst, mit einer guten Herzenshaltung machst, mit einer guten Haltung, mit der Haltung des Glaubens. Amen. Diese Haltung des Glaubens, diese Haltung des, hey, ich kann nicht untergehen, denn Gott ist mit mir. Seine Engel gehen vor mir her und neben mir her und hinter mir und über mir und unter mir sind die ewigen Arme. Wenn du mit diesem Bewusstsein umhergehst, und das empfehle ich dir natürlich, dann kannst du nicht verlieren. Und wenn du dann Dinge tun musst, zu denen du gezwungen wirst, dann würde das hinterher zum Besten mitwirken und zum Guten ausschlagen. Amen. Lass uns noch den letzten Vers lesen für heute. Und zwar den Vers 42. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Das heißt jetzt nicht, dass du dich übervorteilen lassen sollst, noch und nöcher. Dass du dich ausnehmen lässt. Hey, hallo, du bist keine Weihnachtsgans. Okay, darum geht es Jesus auch nicht. Jesus geht es um gut nachbarschaftliche Verhältnisse und um Deeskalation. Und hier ganz genauso wieder. Gib dem, der dich bittet. Wenn der Nachbar also kommt und sagt, oder die Nachbarin. Nachbarin, hast du vielleicht mal 2 Eier? Mir sind die Eier ausgegangen. Ich habe jetzt dringend ein Bedürfnis danach. Ich muss nämlich einen Kuchen backen und meinen Mann und meine Kinder und überhaupt und Kuchen. Und du sagst, ja selbstverständlich, hier nimm gleich alle 12 oder wie viel halt in so einem Karton drinnen sind. Dann freut sich die und du hast einen Stein im Brett bei ihr. Und wenn du dann mal was brauchst, dann hilft sie dir auch. Nochmal, eine Hand wäscht die andere. Ne? Darum geht's hier. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Das heißt jetzt nicht, dass du dem dein Auto und deine Wohnung und alles Mögliche verleihen musst. Nein, darum geht's nicht. Es geht um gut nachbarschaftliche Verhältnisse. Und wenn du einen Ruf dann hast, dass man mit dir auskommt, dann ist dein Leben leichter, die Leute begegnen dir mit Entspannung. Es ist nicht mehr so, dass wenn du die Straße entlang kommst, dass die Mütter aus den Häusern flitzen und die Kinder von der Straße wegfangen. Ja, weil du so drauf bist, sondern das Fenster wird aufgehen und man wird dich grüßen und man wird sich freuen, dass man dich sieht. Und es ist doch auch nicht schlecht. Amen. Amen. Gottes Segen.